7 tolle Ideen mit Schokolade haben wir für dich in diesem Video. Dazu kannst du ganz beliebige Schokolade verwenden, also zum Beispiel auch die Reste deiner Schoko-Osterhasen. Denn es ist gefühlt jedes Jahr dasselbe. Ostern ist vorbei und doch lachen einen noch Schokohasen an. Tipps und einfache Rezepte, was du daraus machen kannst, damit du sie noch genießen oder in neuer Form verschenken kannst, gibt's jetzt. Willkommen bei der Lifehackerin. Grundsätzlich kannst du mit Osterhasenschokolade alles machen, wie mit anderer Schokolade auch. Du kannst sie schmelzen, zum Beispiel zu Schokoladefondue, oder du kannst sie klein hacken und Kuchen backen, oder du kannst sie in Milch schmelzen zur besten heißen Schokolade überhaupt. Dazu einfach Milch in eine Pfanne geben und erwärmen. Beliebige Schokoresten reingeben, unter ständigem Rühren schmelzen lassen und genießen. Himmlisch. Und das war erst der Anfang, nun gibt es leckere Muffins. Da kommen zwar keine Schokohasen in den Teig, dafür oben drüber. Ich zeige dir, was ich meine. Für 6 Muffins brauchen wir 100 Gramm Butter, 75 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Ei, 100 Gramm Mehl sowie einen Teelöffel Backpulver und 6 kleine Hasen. Die zimmerwarme Butter mit Zucker und Salz schaumig schlagen. Das Ei dazugeben und gut mischen. Nach Belieben könntest du auch noch Zitronenabrieb, gemahlene Nüsse oder Schokoladenstücke beigeben. Wir sparen unsere Schokohasen noch etwas auf. Nun noch Mehl und Backpulver dazugeben und zu einem schönen Teig rühren. Muffinform einfetten oder mit Papierförmchen auslegen und den Teig darin verteilen. Mein Teig reicht für 6 Stück. Du kannst für ein ganzes Blech einfach die Menge verdoppeln. Ab in den Ofen, 180 Grad einstellen und dann dauert es so rund 25 bis 30 Minuten. Aus dem Ofen nehmen und kurz 2 Minuten abkühlen lassen, damit sie nicht mehr total heiß sind. Dann die Schokohasen drauflegen oder stellen. Durch die Wärme schmilzt der untere Teil und die Hasen verbinden sich mit den Muffins. Bei größeren Hasen könntest du auch nur den Kopf oder nur die Ohren verwenden. Die Reste davon können wir klein hacken und zum Beispiel für eine Backmischung nutzen, die wir verschenken können. Für einen leckeren, einfachen Tassenkuchen verwende ich 50 Gramm Mehl und einen Teelöffel Backpulver, 50 Gramm geriebene Nüsse, 25 Gramm Zucker und 30 Gramm gehackte Osterschokolade. Schichtweise in ein Glas füllen, luftdicht verschließen und so verschenken. Der oder die Beschenkte vermischt nur noch 50 Gramm Butter mit einem Ei und der Backmischung und kann daraus einen wunderbaren Tassenkuchen backen. Ein tolles Geschenk, gerade auch für Menschen, die alleine wohnen und für die ein ganz so ein großer Kuchen schlicht zu viel wäre. Ein weiteres tolles Mitbringsel ist Bruchschokolade und auch das ist eine wunderbare Osterhasen-Resteverwertungsidee. Wir benötigen dazu eine etwas kleinere, höhere Backform sowie Backpapier. Damit wir dieses in die Form legen können, kurz zerknüllen. Danach ist es weniger widerspenstig und lässt sich besser in Form streichen. Nun kommen die Osterhasen hinein. Ich verwende hier verschiedene Schokoladensorten, denn unterschiedliche Farbtöne ergeben am Schluss noch so einen tollen Marmoreffekt. Du nimmst aber das, was du übrig hast. Du kannst auch sehr gut Schokolade mit Nüssen und so weiter verwenden. Die hohe Form verwende ich, damit mir die Bruchschokolade am Schluss nicht zu dünn wird. Das kann aber natürlich gewollt sein. Wenn du also dünne Bruchschokolade willst, dann nimm eine größere Form oder weniger Schokolade. Unsere Hasen kommen nun bei 50 Grad für rund 10 Minuten in den Ofen. Nach dieser Zeit mit einem Schaschlikspieß testen, ob die Schokolade bereits weich ist.
Wenn dem so ist, rausnehmen und mit dem Schaschlikspieß oder einer Gabel die verschiedenen Farben ineinander mischen, damit diese schöne Marmorierung entsteht. Nun kannst du die Schokolade ganz nach Lust und Laune dekorieren. Mit Zuckerstreusel, Nüssen, vielleicht auch Gewürzen oder Keksstücken, was gerade so da ist. Anschließend komplett auskühlen und aushärten lassen. Sobald die Schokolade hart ist, kannst du sie in beliebig große Stücke brechen und zum Beispiel in einem Glas verschenken oder zum selber Naschen beiseite stellen. Lecker zum Naschen ist auch die nächste Idee. Dazu schmelzen wir die Schokolade über einem Wasserbad. Auch hier einfach beliebige Schokoresten verwenden. Du kannst wiederum auch gut verschiedene Sorten mischen, könntest also zum Beispiel auch Schokoeier verwenden. In die geschmolzene Schokolade gebe ich Cornflakes und zwar im Verhältnis 1:2. Also in meinem Fall sind es 50 Gramm Cornflakes auf 100 Gramm Schokolade. Nun mischen, damit die Cornflakes von allen Seiten mit Schokolade bedeckt sind. Nun mache ich mit 2 Löffeln kleine Häufchen. Diese müssen anschließend nur noch trocknen und schon hast du leckere Cornflakes-Kekse. Du hast noch weitere Schokohasen übrig? Kein Problem, denn wir haben noch weitere Ideen, zum Beispiel fürs Frühstück. Denn etwas Schokolade passt wunderbar in ein selbstgemachtes Granola. Als Grundzutat brauchen wir eine reife Banane, einen Esslöffel Sonnenblumenöl, einen großen Esslöffel Honig sowie 125 Gramm Haferflocken und eine Prise Salz. Außerdem einen kleinen Schokohasen, den brauchen wir aber erst ganz zum Schluss. Die Banane schälen und mit einer Gabel zerdrücken. Öl und Honig untermischen, wie auch die Haferflocken und das Salz. Die Masse auf einem Blech verteilen und rund eine halbe Stunde im Ofen bei 140 Grad Umluft backen. Von Zeit zu Zeit das Granola mit einer Gabel etwas auflockern. Du kannst übrigens auch sehr gut die doppelte Menge zubereiten. Dann lohnt sich der Aufwand noch mehr. Ich hatte aber gerade nur eine Banane da. Das gebackene Granola auskühlen lassen. In der Zwischenzeit den Schokohasen klein schneiden, zu ausgekühlten Granola geben und in ein luftdichtes Glas füllen. Das Granola kannst du mit Milch oder Joghurt genießen oder auch einfach als Topping für eine Frühstücksbowl verwenden. Lecker! Magst du Schokobrötchen und kannst du dir das Ganze warm mit flüssiger Schokolade vorstellen? Also ich definitiv. Und so geht's. Schokolade in Stücke brechen und auf eine Scheibe Toastbrot legen. Ich lasse dabei den Rand so 2 cm frei, damit die Schokolade später nicht ausläuft. Zweite Scheibe drüber. Dann mache ich gleich noch ein zweites Stück und beide kommen dann in den Sandwichmaker und werden ganz normal gebacken. Warmes Brot und dazu flüssige Schokolade, absolut lecker. Unsere 7 Schokolade-Reste-Verwertungsideen findest du auch nochmals auf unserem Blog. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Hack. Bis dann, tschüss.